Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Juli und August 2020. Wie immer schauen wir uns an, was ich so gerade in Arbeit habe, was ich fertig bekommen habe, was ich mir Neues zugelegt habe und man höre und staune, was für Modellbautermine anstehen. Ich habe nämlich einen Messetermin für euch, aber dazu gleich mehr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und konntet den Sommer in den letzten Wochen in vollen Zügen genießen. Ich persönlich hatte etwas mit einem Geschwür in meinem linken Zeigefinger zu kämpfen. Das hat mir etwas Sorgen bereitet und hat auch dazu geführt, dass ich mehrere Wochen lang krankgeschrieben war. Das war ein sogenanntes Neurinom, so eine Art gutartiger Nerventumor, der da eben in meinem Finger drin war. Und das wurde eben allmählich unangenehm und nach mehreren Doktorbesuchen war dann klar, dass es was relativ harmloses ist, dass man es einfach rausschneiden kann und dann ist es gut. Das hat mir zwar etwas Ungemach bereitet, hat aber dann auch dazu geführt, dass ich etwas mehr Zeit hier an der Werkbank verbringen konnte. Deswegen waren die letzten Wochen doch etwas produktiver als sonst. Also Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Wo wir schon gerade von Glück reden, es kommt in den nächsten Wochen tatsächlich eine Modellbauausstellung auf uns zu, und zwar eine große. Ich persönlich hätte da jetzt nicht mehr mit gerechnet, dass dieses Jahr überhaupt noch was stattfindet, aber es scheint so, dass tatsächlich die 13. internationale Modellbaumesse in Ried im Innkreis in Österreich am 17. und 18. Oktober 2020 stattfinden soll. Natürlich eben mit Hygienevorschriften und Abstandsregeln, aber anscheinend soll es stattfinden. Die halten daran fest, haben das auch schon entsprechend kommuniziert, dass sich da auch jederzeit was ändern kann dran, je nachdem wie sich eben die Lage entwickelt. Also wenn ihr da hin wollt, würde ich empfehlen, dass ihr da selber ein bisschen ein Auge drauf habt, ob es dann auch tatsächlich stattfindet, nicht dass ihr dann vor verschlossenen Türen steht. Sollte es stattfinden, werde ich da sein und natürlich auch wieder ausstellen, so wie die Jahre zuvor. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und Hallo sagt. Und einige der alten Bekannten werde ich da sowieso wieder treffen, das weiß ich jetzt schon. Ich freue mich schon total drauf. Das wird wirklich ein tolles Trostpflaster sein für die ganzen anderen Veranstaltungen, die dieses Jahr eben abgesagt werden mussten. Und wir werden das dann entsprechend auch genießen können. Damit in der veranstaltungsfreien Zeit der letzten Wochen und Monate der persönliche Kontakt mit den anderen Modellbauern nicht völlig zum Erliegen kommt, habe ich mir einige meiner Modellbaufreunde hier nach Hause eingeladen, damit man sich einfach mal so treffen kann. Und einer davon war der Markus, der hier auf YouTube auch einen Kanal hat, und zwar Scale Bench Plastic Models. Und der hat mir auch noch ein kleines Gastgeschenk dagelassen, und zwar hier von Medieval Forge Miniatures im Maßstab 75 mm, hier diesen griechischen Hopliten. Der Miltiades, glaube ich, soll das sein, bei der Schlacht von Marathon. Tolle Riesenfigur, den Hersteller kannte ich vorher noch nicht. Sehr interessant. Und ich hoffe, dass ich das Beste rausholen kann aus der Figur, lieber Markus. Und vielen Dank für diese Unterstützung und Spende. Finde ich, ist eine tolle Anerkennung und ein tolles Geschenk von dir. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich die Figur demnächst mal zusammenbaue und bemal, weil die reizt mich sehr, ist ein tolles Thema. Und die alten Griechen, kommen immer ein bisschen zu kurz auf meinem Kanal. Ich habe ein paar Römer auch zwischendurch mal, aber so die Griechen in den Perserkriegen, das ist schon auch eine tolle Sache. Vielen Dank nochmal, Markus. Super Sache. Schauen wir uns jetzt die Projekte an, die ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Das sind 3 Stück an der Zahl. Es scheint also ganz so, als ob ich die Zeit, in der ich krankgeschrieben war und nicht beim Doktor gesessen bin, ganz gut genutzt habe. Das erste, was ich fertig bekommen habe, war der Crusader Mark I von Itellery für den Early Days of War Gruppenbau von Delan. Da war ja nicht mehr so viel zu tun, außer eben die Figur zu bemalen. Die Bemalung der Figur war keine große Angelegenheit, die habe ich zuerst mit hellgrauer Farbe grundiert, dann habe ich das Gesicht mit einem Farbset von Life Color bemalt, die Uniform dann mit Farben von Revell. Zum Schluss habe ich dann noch einen Ölfarbenwash drüber und die Figur genauso wie den Panzer noch ein bisschen eingestaubt. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz zufrieden. Eine Riesenfigur ist sicherlich schöner detailliert, aber jetzt diese Figur von Mini Art ist eigentlich auch ganz okay.
Das zweite Projekt, was ich fertigstellen konnte, ist hier diese kleine Vignette mit den beiden DDR-Grenzsoldaten von Valkyrie Models im Maßstab 1:35. Das war mein Beitrag in den NATO vs. Warsaw Pact Gruppenbau von UK Scale Modeler. Wie gesagt, was Schnelles für zwischendurch und ja auch relativ spontan begonnen. Das ist ein Thema, was mich schon länger interessiert hat und ich habe dann vor nicht allzu langer Zeit mal diese Resin-Figuren entdeckt. Der Hersteller Valkyrie Models war mir bis dato unbekannt. Habe ich einfach mal bestellt, war auch nicht ganz billig, aber die Detaillierung und Qualität war eigentlich durchweg hervorragend. Also das war eigentlich eine problemlose Sache. Für die Bemalung der Figuren habe ich hauptsächlich Acrylfarben von Revell, Life Color und Vallejo verwendet und glücklicherweise habe ich einige NVA-Ausrüstungsgegenstände in meinem Besitz und auch einige Uniformteile, wodurch ich dann eben ganz leicht die passenden Farben für die Uniformen anmischen konnte. Es hat mich außerdem auch relativ viel Mühe gekostet, herauszufinden, wie man so die ganzen Abzeichen da bemalen soll, weil die sind sehr scharf detailliert an den Figuren und die kann man dann wirklich, ja, wie das echte Stück eben anmalen, aber da war eben die Frage, wie das alles aussieht. Da musste ich relativ viel Recherche betreiben, weil das einfach ein Thema ist, mit dem ich mich jetzt so generell wenig befasse. Aber am Ende habe ich es dann doch rausbekommen. Die Vignette selber besteht aus einer Hartschaumplatte, die außen mit Balsaholz eingerahmt wurde. Danach habe ich dann die Form des Geländes ausgeschnitten und das Ganze mit Reparaturmörtel überzogen und auch schon diese Fahrbahnplatten eingeklebt. Die sind von Eureka Models. Es wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, die Fahrbahnplatten auch noch farblich zu behandeln. Ich habe es gemacht, einfach kurz lackiert und noch ein bisschen mit Ölfarben behandelt, damit die ein bisschen interessanter aussehen, aber das ist kein Muss. Anschließend habe ich dann Erde aufgeklebt und auch noch diverse Grasbüschel und Büsche befestigt. Die sind größtenteils von Mini Natur oder von Fredericus Rex. Ja, und dann sieht das eigentlich ganz überzeugend aus. Ja, den Sockel habe ich dann hier noch mit diesem Emblem der NVA verziert. Das ist so ein Mützenabzeichen. Die gibt es bei eBay für wenig Geld in rauen Mengen. Ja, habe ich kein Problem, da ein Original mal drauf zu kleben. Ja, sieht ganz interessant aus, glaube ich. Ja, alles in allem hat es mir großen Spaß gemacht, daran zu arbeiten. War auch, wie erhofft, was Schnelles und Abwechslungsreiches. Und ich denke, euch hat es auch ganz gut gefallen. Und zu guter Letzt mein kleines Stalingrad-Diorama mit der Zündab KS750 von Lionroar und den Figuren von The Body. Das habe ich gerade eben erst fertiggestellt, das habt ihr so direkt noch nicht zu sehen bekommen. Das wird dann eins der ersten Sachen sein, die ihr nach diesem Update dann sehen werdet auf meinem Kanal. Bei diesem Diorama habe ich einige Sachen anders gemacht wie sonst und das war mal ganz interessant da zu sehen, wie das funktioniert und ob ich das vielleicht in Zukunft nicht immer so machen kann. Ja, manches hat gut funktioniert, manches war nicht so gut. Ja, das ist alles Teil der Lernkurve, würde ich sagen. Zunächst war ich mir unsicher, wie ich da weitermachen will. Habe mich dann dazu entschieden, das Diorama mehr oder weniger komplett zu bauen. Also auch mit allen Trümmern und auch dem Bodenbelag und allem und es dann eben am Stück zu lackieren. Also habe ich dann eben die ganzen Trümmer aufgeklebt und auch die Struktur der Straße, dieser Schlammpiste eben schon modelliert. Und als es trocken war, dann eben schwarz grundiert und dann die einzelnen Komponenten teils mit der Airbrush, teils mit dem Pinsel eben einzeln bemalt. Als ich dann mit den Acrylfarben fertig war, habe ich das Diorama dann noch mit Ölfarben behandelt, vor allem eben diese Schlammstraße. Da funktioniert das ganz gut, weil diese Ölfarben ja für so eine feuchte, schwere Optik sorgen. Und das lässt sich da ganz gut einsetzen. Die Schutthaufen wurden hauptsächlich mit Pigmenten von Vallejo behandelt, um eben diesen Siegelstaub zu simulieren. Auch bei der Lackierung des Motorrads habe ich was Neues probiert, und zwar die Haarspray-Methode. Das hat den Hintergrund, dass das Modell viel zu fragil ist, um eine sonst angewendete Maskol-Methode zu verwenden. Da hatte ich einfach Angst, dass zu viel abbricht. Deswegen schien da die Haarspray-Methode eine gute Alternative zu sein. Also habe ich das Motorrad erstmal schwarz grundiert,
dann mit dunkelgrauer Farbe gespritzt, dann kamen die Abziehbilder drauf und eine Schicht Klarlack. Und dann kam eben das Haarspray drüber, weil ich eben so eine improvisierte, abgeblätterte Tarnung eben darstellen wollte mit so einer sandgelben Farbe. Als dann das Ganze trocken war, habe ich dann angefangen mit einem angefeuchteten Pinsel auf der Oberfläche ein bisschen so rumzureiben und dann haben sich auch diese schönen Farbabplatzer gebildet, wie man das eben auch erwartet bei der Haarspray-Methode. Trotzdem haut mich das Ganze nicht wirklich vom Hocker. War ein ziemlich mühsamer Prozess, auch nicht sehr schnell oder einfach. Und man hat halt immer die Gefahr, dass man einfach zu viel abnimmt, dass man also das Ergebnis ruiniert. Also, war jetzt der erste Versuch, da darf man keine Perfektion erwarten. Aber so ganz überzeugt bin ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich werde es bestimmt mal nochmal probieren in Zukunft, aber ich denke nicht, dass das in mein Standardrepertoire eingeht. Als das Ganze dann fertig war, habe ich das Modell nochmal dick mit Klarlack überzogen, weil ich dann natürlich Befürchtungen hatte, dass der Verdünner für das folgende Ölwash dann das Haarspray erst recht kaputt macht. Ich meine, wenn Wasser das Haarspray schon auflöst, was macht dann erst der Verdünner? Aber komischerweise hält das Haarspray dem Verdünner eigentlich ganz gut stand. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber scheint wohl so zu sein. Nachdem dann das Motorrad erledigt war, habe ich dann noch die 3 Figuren bemalt. Das war eine relativ einfache Angelegenheit, da ist jetzt nicht so viel dran und die sind so schön detailliert, dass man da eigentlich nicht auf viel achten braucht. Das geht fast von allein. Ja, und dann habe ich alles auf dem Sockel montiert und noch mit 2 Komponentenharz so kleine Regenpfützen erzeugt. Den Sockel habe ich dann hier noch mit dem Abzeichen der 24. Panzerdivision verziert. Das taucht ja auch hier auf dem Motorrad nochmal auf. Ja. Insgesamt bin ich da ganz zufrieden damit. Klein, aber fein, würde ich sagen. Und ich konnte auch viel Neues lernen hier. Und das ist doch einiges wert, würde ich sagen, für zukünftige Projekte. Alles klar, dann schauen wir uns an, was ich so alles in Arbeit habe. Das hier ist mein wohlbekanntes Diorama zum Thema englischer Bürgerkrieg. Da bin ich ein bisschen weitergekommen. Ich habe das Gelände ausgeformt, wie man sehen kann, hier mit der Geschützstellung. Und ich habe hier die Pflasterstraße plan geschliffen, damit es eben mit dem Rahmen bündig ist. War relativ mühsam, aber nur weil es eben so viel ist. Grundsätzlich lassen sich hier diese Pflastersteine sehr gut bearbeiten. Ja, sieht jetzt einfach wesentlich ordentlicher aus. Ja, ich denke allerdings, dass hier eine Neuausrichtung notwendig sein wird für das Diorama. Ich denke nicht, dass ich hier auch mit diesen 3 Figuren hinkomme. Da muss ein bisschen mehr passieren. Vielleicht werde ich mir da noch ein paar zusätzliche Figuren bestellen, um dann eben dieses Diorama zu bevölkern. Weil ich habe hier drin innerhalb dieser Siedlung noch Platz, wo irgendwas passieren kann und dann eben hier außen die Geschützstellung. Ja, das muss ich mir nur überlegen. Hier dann das Normandie-Diorama für den 1944 Gruppenbau. Wie man sehen kann, ist da wieder nichts passiert. Ja, das Ding reizt mich einfach gerade überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht warum, ich kann es nicht sagen. Die anderen Projekte motivieren mich einfach wesentlich mehr. Ja, hier besteht auch keine Eile und ich denke auch, dass ich in den kommenden Updates darauf nicht weiter eingehen werde, es sei denn, es tut sich irgendwas, dann zeige ich es natürlich her. Aber bis auf weiteres ist es jetzt mal komplett auf die Seite gelegt, weil ich denke, es macht keinen Sinn, euch in jedem Update zu sagen, dass ich nichts dran gemacht habe. Das ist nicht wirklich zielführend. Deswegen, ja, zeige ich euch lieber andere Sachen, wo es ein bisschen mehr zu sagen gibt. Wesentlich mehr Fortschritte gibt es beim T34 und Stuck 3 Diorama. Da bin ich gerade dabei, das Stuck 3 fertig zu machen, was dann der 5. Teil des Bauberichts sein wird. Wie man sehen kann, habe ich das Stuck 3 schon fertig lackiert. Abziehbilder sind drauf und ich habe auch schon mit der Alterung begonnen. Da wurde ein dunkles Ölfarbenwash aufgetragen. Es fehlen jetzt noch die Lackschäden und die Verschmutzungen. Das war eigentlich eine Sache, die ich vor meiner OP machen wollte, damit ich dann, während ich außer Gefecht bin, das Video dazu editieren kann. Das ist auch enorm aufwendig, aber ich habe es nicht ganz geschafft.
das wird jetzt so die Aufgabe in den nächsten Wochen sein, dass ich das vollends über die Bühne bringe. Das Video zum Stuck 3 wird wie sonst auch zuerst auf Patreon verfügbar sein für meine Unterstützer dort und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt auf YouTube öffentlich werden. Also wenn ihr neugierig seid, dann schaut einfach mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt habe ich auch noch ein neues Projekt angefangen, und zwar hier der Romfell-Panzerwagen von Copper State Models im Maßstab 1:35. Den Bausatz habe ich ja vor einer Weile schon mal in dem Video vorgestellt und er hat da schon einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Jetzt, nachdem ich ihn gebaut habe, muss ich sagen, der Bausatz ist wirklich erstklassig. Da hatte ich keinerlei Probleme, im Gegenteil, der Bausatz ist fast schon zu einfach. Alles passt perfekt. Wunderbar detailliert und auch eine Bauanleitung dabei, die keine Fragen offen lässt. Also wirklich absolut empfehlenswert. Toller Bausatz, tolles Fahrzeug, was will man mehr? Ja, wie man sehen kann, habe ich das Modell schon lackiert. Auch die Detailbemalung ist schon abgeschlossen. Jetzt geht es als nächstes an die Alterung. Das Ganze soll auch ein Diorama bekommen, wie man sehen kann. Ja, ganz kleiner, einfacher Sockel, wie ich ihn auch sonst immer baue. Da ist unten drunter ein Bilderrahmen, innen drin Styropor, obendrauf dann Mörtel und Modelliermasse. Und hier an der Seite habe ich noch eine Mauer von MK35 eingearbeitet. Das soll eine Szene werden an der Ostfront im Winter 1915, 1916. Da wird dann auch noch viel Schnee drauf kommen und hier noch von The Body einen österreichisch-ungarischen Offizier. Schöne Riesenfigur, passt da ganz gut dazu. Also da denke ich mal, können wir das Fahrzeug ganz gut in Szene setzen. Wird jetzt nichts Besonderes, aber ja, ich denke, das passt ganz gut und Winterdioramen baue ich sowieso sehr gern. Alles klar, dann schauen wir uns als nächstes an, was ich mir so alles am Bausätzen seit dem letzten Update zugelegt habe. Ja, wie ihr sehen konntet, war ich in den letzten 2 Monaten nicht sehr knausrig, wenn es um Bausätze geht. Das hat aber wahrscheinlich auch viel mit meinem Finger zu tun. Wenn man wochenlang krankgeschrieben ist und zu Hause sitzt, hat man einfach viel zu viel Zeit, im Internet nach irgendwelchen Sonderangeboten zu jagen. Und ja, dann hat sich da eben so ein bisschen was angesammelt. Der römische Kavallerie-Decurio von Soldiers im Maßstab 90 mm musste zum Beispiel sein, weil das so ein Soldat ist, wie er bei uns an der ehemaligen Limes-Grenze eben stationiert war, in der Nähe von Weißenburg. Da hat mich eben der Besuch im Römerkastell dazu inspiriert. Dann von Lion Roar die BMW R75, die musste ich haben, weil mir ja die Zündab jetzt so gut gefallen hat, die ich da unlängst gebaut habe. Da denke ich mal, dass der Bausatz, der in der Qualität und so weiter in nichts nachsteht. Habe ich mir dann eben auch noch gleich besorgt. Und zum Beispiel dann noch der Zugwaggon, mit dem habe ich auch noch was Besonderes vor. Das wird ein Großprojekt und Teil eines Bodybuilds, mit dem es jetzt demnächst dann losgeht. Da möchte ich nicht zu viel verraten, nur dass es ziemlich groß wird, wahrscheinlich viele Monate dauern wird und ich habe vor, das Ganze in verschiedenen Update-Videos eben zu dokumentieren. Also kein richtiger Baubericht, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber ich möchte es eben in relativ kurzen Videos eben so grob dokumentieren, dass man eben weiß, wie da der Ablauf ist von dem Projekt.
Da freue ich mich schon drauf. Das ist was ich schon länger vorbereite und ich denke, euch wird es auch ganz gut gefallen. Davon abgesehen könnt ihr in den nächsten Wochen mit einigen tollen Videos rechnen. Die habe ich in der Rückhand, die sind schon komplett fertig und hochgeladen. Die muss ich praktisch nur noch veröffentlichen. Da sind tolle Sachen dabei, zum Beispiel eben das Video über das kleine Stalingrad-Diorama, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dann habe ich noch ein Video über schöne Boxarts und dann auch noch eine neue Episode der Modellbauketzerei. Das ist alles schon fertig und ja, kommt einfach in den nächsten Wochen auf euch zu. Also ja, bleibt's dran und lasst euch überraschen, was es alles ist. Gut, damit seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand, hoffe ich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier zuzuhören und zuzuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.